Hi Leute, willkommen zu Dragomir baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, und zwar werde ich mein Heilerbesteck bauen. Da gibt es bisher ja nicht allzu viel drüber. Ich glaube, der einzige, wo ich was gefunden habe, war, glaube ich, vom guten alten Barnabas. Schöne Grüße übrigens. Das war, glaube ich, der einzige, der bis jetzt zu dem Thema mal was gemacht hat. Deshalb, und weil ich auch gefragt worden bin, werde ich jetzt einfach mal ein Video dazu machen. Dann erstmal wieder Danke an alle, die mich abonniert haben. Freut mich riesig. Würde ich sagen, fangen wir mal an. Bleibt dran. Wir sehen uns. Dann fangen wir mal an. Ich bin gebeten worden, das Ganze mal so ein bisschen mehr, ich sag jetzt mal, einsteigerbaufreundlich zu machen, indem ich auch ein bisschen was erkläre. Das hier, wo ich die Hauptsachen draus mache, ist eine 10 mm Plastazote-Matte, also eine ganz normale 10 mm Waffenbaumatte, die man bei jedem größeren Lab-Shop eigentlich kriegt, wenn sie so Matten haben. Und ein bisschen Reststück brauche ich noch für die Sägen, für die Griffe ein bisschen dicker zu machen. Das ist auch Plastazote in 3 mm. Das ist eigentlich so an Material für die Rohlinge alles. Dann sollte dann natürlich hingehen, wenn man sich ein Heilerbesteck bauen möchte. Ja, draußen ist irgendwie die Mülltonne oder so was. Dann braucht man natürlich auch ein, mein Fuß, der schläft hier immer ein, Leute. Dann sollte man sich natürlich auch so ein paar Schablonen machen. Da habe ich mir dann aus Pappe Schablonen gemacht. So 2 Knochensägen. Moment, Leute, ich habe was vergessen. Für den Knüppel. Ich habe jetzt nicht gerade was hier. Aber dann nehme ich 16er Plastazote Matte. Das ist dann, braucht man nicht so viel zu kleben. Im Endeffekt lege ich das dann drauf und mache dann quasi hier so ein langes Teil. Aber dann aus der dickeren Matte. Entschuldigung, das habe ich fast vergessen. So. Da muss ich nämlich auch noch gleich gucken. Ich weiß nämlich nicht, ob ich hier unten noch was habe, sonst muss ich mir nämlich noch schnell mal ein Stück besorgen. Naja, gut. Legen wir erstmal auf Seite. Ja, dann gibt es dann halt Löffelsonde, Skapell, Ausbrenneisen. Das ist dann eins ohne Elektrik. Mit Elektrik habe ich ja ein Video schon zu gemacht. Das werde ich dann auch nicht nochmal da groß erklären, wie ich das da mache. Das wird dann nachher dabei sein. Dann Skapelle, Schädelbohrer, noch hier dann Skapellen, noch mehr Skapelle, Wundhaken, dann auch noch 2, einen Meißel, kleines Hämmerchen, so für Reflex oder halt für den Meißel, wenn man ein bisschen was am Kopf rumdengeln will, verschiedene Pfeilspitzen, dann habe ich immer so ein bisschen größere und kleinere Pinzette. Das hier, das ist ein Teil von der Zange. Jetzt habe ich mir noch für eine Schere, da bin ich jetzt so angeregt worden. Die Schablone hier habe ich gemacht, damit ich dann quasi immer auf die Teile dann für die Löcher, wo dann nachher mit dem Lötkolben die Nieten eingebrannt werden, dass die immer ungefähr auf derselben Länge sind. Ja, und das Ganze, dann fangen wir jetzt einfach mal an, hier alles zu übertragen. Wie gesagt, wir fangen jetzt hier erstmal mit der 10er Matte an. Ich muss mal gucken, ob ich hier noch einen Kugelschreiber habe. Hoffentlich krakelt der noch. Ein bisschen lasse ich hier wieder Abstand. Ist nicht so hundertprozentig von der Länge, aber kommt in etwa hin. So. Die Sachen tun wir da rein. Hier schon mal schneiden. So. Aber könnte ein bisschen schmaler sein. Naja, mal schauen. So, das ist dann für die Keule. Das Teil, ja, da könnt ihr jetzt schon mal theoretisch schon mal so, da das sowieso hier drauf liegt, schon mal bei ein paar Teilen schon mal wenigstens von der einen Seite die Sachen drauf machen, dann habt ihr für die andere Seite dann später
braucht nur auf einer dann zu machen. So, die Teile sind jetzt soweit alle fertig. Ja, mal kurz als Bestandsaufnahme. Das sind jetzt erstmal alle Teile von den Heilerbesteck. So ab und zu kommt auch mal immer wieder was dazu. Muss dazu sagen, ich habe mal nur die gerade Nadel gemacht. Ihr habt ja im Short gesehen. Ich mache auch dazu noch eine gebogene. Zu den zwei Teilen habe ich ja schon separat mal ein Video gemacht. Mal gucken, irgendwo hier. Ich verlinke das mal hier oben irgendwo. Ne? Hoffentlich kriege ich es hin. Ja, das ist dann quasi erstmal so das Video zum Heilerbesteck, das erste Teil. Da haben wir mal wieder erstmal die Rohlinge gemacht. Das Ganze ist dann hauptsächlich aus 10 mm Plastazote-Matte für den Waffenbau. Ein bisschen 6er Matte halt für die Nadeln, was ich da mache. Und dann, sag schnell, noch ein bisschen 3er Matte hier so für auf die Sägen, dass der Griff ein bisschen dicker ist. Ne? Ja, das wäre dann soweit erstmal mit dem ersten Teil zum Heilerbesteck. Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, die mich jetzt schon wieder abonniert haben. Seitdem ich die Shorts mache, ist ja Wahnsinn. Ich freue mich total, Leute. Das ist ja echt der Hammer. Hätte ich besser schon viel eher machen sollen. Wenn ihr mal irgendwelche Wünsche habt oder was, wo ich auch mal so kurze Shorts, könnt ihr mal drunter schreiben. Ansonsten sehen wir uns dann bei einem der nächsten Teile, beziehungsweise jetzt bei einem längeren Video, dann beim zweiten Teil zum Heilerbesteck. Zwischendurch werde ich auch noch mal ein paar andere Sachen wieder. Ich habe schon wieder ein neues Video geplant für Lab-Bastel-Anfänger, aber das seht ihr dann beim nächsten Mal. Ich will euch damit noch nicht so auf die Folter spannen. Schaut mal dann demnächst rein, wenn ich dann fertig habe. Ich muss gucken. Momentan, die Shorts, die machen mir total viel Freude. So, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Videos. Wir sehen uns.